Was wir machen in dieser Folge, wir reden über Mobbing. Also ich hatte nur 2 Gedanken im Kopf gehabt. Entweder lebe ich oder ich sterbe. So. Wenn ich sage einmal Krieg, dann bleibe ich auch bei diesem Krieg. Der Krieg wird auch nicht enden. Der endet dann erst, wenn ich keine Lust mehr habe. Ich wurde halt dabei mit Glasflaschen beworfen, ich wurde gepfeffert, ich wurde mit Ei beworfen, ich wurde gespuckt. Aber es gibt immer 2 Seiten. Weißt du, was ich meine? Er hat dann halt bei diesen falschen Leuten gemuckt. Mein Name ist Maximilian Pollux. Nach einer Jugend als Intensivstraftäter verbrachte ich fast 10 Jahre meines Lebens hinter Gittern. Heute arbeite ich als Jugendcoach und Anti-Gewalt-Trainer für meinen eigenen Verein. Und das hier ist meine eigene Sendung. Pollux. In der heutigen Episode geht es um Mobbing. Jeder 6. Jugendliche war in der Vergangenheit selbst einmal davon betroffen. Hass und Konflikte sind so alt wie die Menschheit selbst. Aber das hier hat eine neue Dimension hinzugefügt. Wo Mobbing früher von Angesicht zu Angesicht stattfand, bietet die Anonymität der sozialen Medien den Tätern heute die Möglichkeit zu grenzenlosem Hass. Massenschlägerei auf Einkaufsmeile. So lautete eine Schlagzeile im November 2020. Ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Wie kommt es, dass mitten in der Frankfurter Innenstadt, auf der Zeil, einer beliebten Shoppingmeile, eine Gruppe von Jugendlichen auf einen Transmenschen einprügelt? Was sind das für Leute, die da abhängen? Und sind die gefährlich? Bei meiner Recherche werde ich in Szenen eintauchen, die auf der Zeil ihre ganz eigenen Spielchen treiben und merken, dass die Sache komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Genau hier an diesem Ort attackierten bei einer Versammlung mehrere Jugendliche, scheinbar ohne Grund, eine Person. Laut diversen Zeitungsartikeln ist das Motiv klar. Es handelt sich um eine transphobe Hassattacke. Als erstes bin ich verabredet mit Queen Drama. Sie ist das Gesicht hinter der Schlagzeile, das Opfer der Prügelattacke auf der Zeil. Queen Drama ist eine lokale Berühmtheit. Sie hat türkische Wurzeln und steht als queere Person in der Öffentlichkeit. Sie taucht in Dutzenden YouTube-Videos auf. In manchen davon wird sie angepöbelt, in anderen zeigt sie sich selbst aggressiv. Ich will Queen Drama näher kennenlernen. Schnell sind wir beim Thema Mobbing, das in ihrem Leben offensichtlich schon immer eine große Rolle spielt. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal gemobbt wurdest? Wann du das erste Mal das Gefühl hattest, ey, ich glaube, die gehen alle gegen mich. Das war in der Kindergartenzeiten so gewesen. Okay. Auch in der ersten Schultag war das so. Keiner hat mich gemocht. Also ich weiß auch nicht wieso. Alle haben immer so Finger, wie gesagt, auf mich gezeigt, auch wegen meinem Körper, mein Gewicht und meine Sexualität war schon immer so ein Punkt gewesen. Wie definierst du dich selbst? Wie darf ich dich ansprechen? Also ich bin normalerweise ein biologischer Junge. Ich identifiziere mich aber auch mit sie. Also ich bin ein bisexueller Mann zwar, aber fühle mich halt nicht so ganz wohl mit meinem Körper und bin halt zum Teil auch trans. Also es gibt mich auch als transsexuelle Person. Und Queen Drama ist es? Genau, Queen Drama ist halt so eine weibliche Person für mich. Künstlername halt so. Es ist dein Künstlername. Es ist der Name, den du selbst dir gegeben hast, nicht der Name, den du bekommen hast. Und ich finde, der Name, den man sich selbst gibt, der sagt viel mehr über einen aus, als der Name, den man bekommen hat, wenn man ein Baby war. Also ich habe halt in meiner Kindheit viel Drama erlebt. So, okay. Genau. Und das ist halt so Queen Drama dafür, weil ich halt viel Drama erlebt habe. Jetzt interessiert mich natürlich gleich, was für Drama hast du erlebt? Ich hatte auf jeden Fall keine leichte Kindheit gehabt, hatte immer so Stress und Konflikt mit meinen Eltern. Ich hatte schon mal zum Beispiel seit meiner Kindheit keine Freunde gehabt so, und bin allein aufgewachsen. Ich bin mit Mobbing aufgewachsen, war immer schon Mobbingopfer gewesen, war immer bei den anderen Leuten? Genau, bei den anderen Leuten war ich immer so dieser, wie sagt man das, immer der Schuldige, immer so dieser, der Finger auf mich gerichtet wurden, so. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für Queen Drama an meiner alten Schule gewesen wäre. Die Frage, wie jemand definiert und angesprochen werden möchte, stellten wir damals nicht. In meinem Umfeld gab es kein Bewusstsein für Themen wie Transidentität. Und ich bin sehr froh, dass die Gesellschaft hier gerade einen Wandel erlebt.
Jetzt reden wir heute über Mobbing. Wir reden über den Vorfall, den es auf der Zeil gab. Wir reden über das auch ein bisschen, wie es dorthin gekommen ist. Wie würdest du selber diese Geschichte erzählen? Was ist da passiert? Hinten habe ich einen Kick gespürt und da waren zwei Jungs, beide Marokkaner. Davor hatte ich mit dem Jungen, oder bei YouTube-Videos habe ich mit denen diskutiert und so, weil er immer auf meine Sexualität draufgegangen ist. Ihm hat es einfach nicht gepasst, dass ich mein Leben so lebe, wie ich will. Und der dann immer so wie diese Reaktion abgegeben hat, so solche Leuten wie euch sollten nicht geben. Ich schäme mich, so ein Mensch zu sein, also überhaupt ein Mensch gewesen zu sein, weil es einfach solche Menschen wie euch gibt und so. Hat einfach so voll geschossen, er war voll diskriminierend, so voll homophob und so musst du dir das vorstellen. Weil er hat ja gemeint, auch in einem Video, wo man ihm die Frage gestellt worden ist, was würdest du tun, wenn du ein Kind hättest oder so. Der hat gemeint, ich würde den abstechen. Wenn sein Kind homosexuell wäre. Und dann haben wir waren alle geschockt auf jeden Fall. Also ich war sprachlos. Wie kannst du sowas sagen? Ich meine, jeder Mensch ist gleich. So. Bei der Äußerung, dass man sein eigenes Kind abstechen würde, wird mir schlecht. Wie kann man so etwas Unvorstellbares sagen, geschweige denn ernst meinen? Wie kam es nun aber zu der Eskalation auf der Zeil? Bis zu 400 Jugendliche waren damals einem Aufruf gefolgt, sich dort für ein Dating-Format zu treffen. Aufgerufen hatte ein YouTuber. Unter denen, die kamen, waren auch Queen Drama und diejenigen, die sie vorher online beleidigt hatten. Anlass dafür ihre Transidentität. Und ich habe dann erstmal nicht gecheckt, so was passiert so, weißt du, was ich meine? Wieso werde ich von hinten angegriffen und so? Man weiß nicht von wem. Eben. Und dann habe ich versucht irgendwie zu flüchten. Ich habe erstmal versucht, von dieser Person loszuwerden, damit ich mich dann umdrehen kann und konzentrieren kann, was passiert hier, was geschieht hier und so. Nein, das Ding ist, er hat mich ja nicht losgelassen. Er hat immer weiter zugeschlagen, bis ich auf den Boden fiel. Ja. Ich wurde halt dabei mit Glasflaschen beworfen, ich wurde gepfeffert. Ich wurde mit Ei beworfen, ich wurde gespuckt. Von meinen Hinten wurde ich richtig krass zertreten worden. Und ich habe durch diese ganzen Leute, wegen Massenschlägerei und so, so leichte Gehirnerschütterungen bekommen. Also ich hatte nur zwei Gedanken im Kopf gehabt. Entweder lebe ich oder ich sterbe. So, nur die zwei Gedanken musst du dir so vorstellen. Ich habe erstmal so gedacht, wann hört es auf, dass ich geschlagen werde? Weil vom Kopf wurde ich auch geschlagen, ich wurde richtig geknockt und so. Und von Rücken auch zertreten. Weißt du, ich war K.O. so richtig. Aus Online-Mobbing wurde also plötzlich physische Gewalt auf der Straße. Hinter Profilbildern und Nicknames stehen reale Menschen und die haben Todesangst. Ich lebe wenigstens und selbst das bereitet mir viel Freude, auch wenn ich aufgrund meiner Sexualität voll viel Scheiße erlebe oder viel diskriminiert oder ausgegrenzt werde. Das ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären will, aber ich freue mich trotzdem, dass ich immer noch lebe und das ist das Einzige so. Die Handyvideos von diesem Tag werden für immer im Netz sein. Auch das ist Mobbing. Filme, die Menschen in verletzlichen, traumatischen Situationen zeigen, werden ungefiltert hochgeladen und angeschaut. Ich schaue mich auf der Zeil um. Wie geht es hier zu? Ist dieser Ort tatsächlich gefährlich? Oder nur für die, die anders sind und sich trauen, das auch zu zeigen? Problem? Ich hatte sogar... Rede nicht, du, ey, wallah, der labert, Junge. Ey, keine Mensch. Ich habe in der Zeitung gelesen, hier ist so gefährlicher Platz. Hier ist sehr gefährlich, ein Hotspot, es gibt viel Gewalt. Ich höre schon Sirene, Polizei sogar. Also soll ich was dazu sagen? Ja, bitte. Kommt einfach da nicht hierher. Es ist ein netter Ort, wenn du einen Kreis hast, wo du Rücken hast. Wenn du aber keinen Rücken hast und wie du dich wie ein Schuftel benimmst, wirst du nicht weit kommen hier. Was geht hier denn ab? Die Täter von damals wollen nichts sagen. Aber einer, der mit mir über das Biotop Zeil reden will, ist Afa. Ein bekannter YouTuber aus Frankfurt. Die Zeil ist seine Bühne. Er war am Übergriff selbst nicht beteiligt, aber er kennt Queen Drama gut. Und auch er macht sich in seinen Videos immer wieder lustig über sie. Wenn wir unsere Videos drehen, haben wir verschiedene Leute, die ja aus verschiedenen Städten zum Beispiel kommen. Wir hatten auch welche gehabt, die uns auf Instagram sogar auch angeschrieben haben und gesagt haben, ey, wir würden gerne bei einem Videodreh mitmachen und alles drum und dran. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video.
Ihr habt darauf gewartet, ihr habt lange gewartet. Aber jetzt, ich verspreche euch, es wird ekelhaft. Ich habe jemand ganz Besonderes dabei. Deswegen rufen wir die mal her. Fritteusenkopf! Was hat sich so in letzter Zeit bei dir so verändert, außer jetzt dein Gewicht? Oha. Erzähl, was hast du so gemacht? Nichts. Ey, das ist so unangenehm, wenn jeder filmt. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Die haben halt sowas geklaut. Und dann wurden wir alle mitgenommen. Und dann saßen wir von 15 Uhr erst. Ey! Erzähl weiter. So, wie ihr gerade jetzt gemerkt habt, Leute, Ashley ist einfach zu dumm, um zu klauen. Ja? Nein, Wallah, nein. Ist einfach zu dumm, um zu klauen. Wallah, nein. Auf der Zeil wird Arthur erkannt. Junge Menschen feiern ihn und seine Videos erreichen bis zu 600.000 Zuschauer. Er selbst nennt das Ganze Street Comedy und sagt, Beleidigungen sind meine Spezialität. Ich bin ganz ehrlich, ich erwische mich mehrmals, wie ich über seine Witze lache. Denn er ist ein guter Beobachter und erkennt schnell die Schwachstellen seines Gegenübers. Ey, du Hampelmann, geh mal weg von der Kamera. Aber er übertritt gern Grenzen und trifft unterhalb der Gürtellinie. Satire darf einiges, aber wo Mobbing anfängt, hört für mich der Spaß auf. Ich bin gespannt, ob ich Zugang zu ihm bekomme und wir offen miteinander reden können. Wie lange machst du YouTube? Ich mache YouTube jetzt seit ungelogen 4 Jahre jetzt ungefähr. Also schon viel länger als ich. Ich bin alter Sack so. Bei mir war das voll spontan gewesen. Okay. 2 Sachen, wo ich keinen Plan habe. Was ist ein Tinder-Video, was ist eine Street-Kombi? Schau, wie er mich auslacht, so, weil ich alt bin. Nein, ich lache dich nicht deswegen aus. Nein, Mann. Tinder ist ein Format, was wir vor 3 Jahren, beziehungsweise ja doch vor 3 Jahren so in die YouTube-Szene gebracht haben. Was macht man da? Du tust, der Mann tut die Frau bewerten oder die Frau den Mann. Du tust sie halt bewerten, ob du sie daten würdest oder nicht. Ah, okay. Aber so zu 80% besteht aus dem Video nicht wirklich dieses Daten, sondern eher Dissen, sagen wir jetzt mal. Okay. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt hier ein Special Guest, sage ich jetzt mal. Ihr werdet jetzt auch gleich mitbekommen, wieso. Die Dame siehst du ja, ne? Würdest du sagen, sieht gut aus, oder? Geht so. Ich kann beleidigen ohne Ende, ich schwöre. Inwiefern denn? Also Leute so dissen oder Ja, einfach so Wallah, blenden, so diese, so. Nein, ich kann die behindert beleidigen, Wallah. Ich schwöre, wenn ich gegen die, ich mach die alle kaputt. Wallah, aber nicht. Das gab mit dir eine Geschichte, eine lange Geschichte. Ich habe zum Beispiel damals recherchiert. Es gab einen Vorfall. Diese Person wurde verprügelt in der Öffentlichkeit auf der Zeil. Es gab Schlagzeilen in jeder Zeitung. Es gab die Begründung für ein Motiv, homophobe Attacke, transphobe Attacke. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und einer der ersten, auf die ich gekommen bin, bist du. Und dann gibt es ein Video. Das war so klar, weißt du? Queen Drama stand damals öfter bei Tinder-Treffen auch anderer YouTuber vor der Kamera. Arthur macht sich in einem Reaction-Video über sie lustig. Political Correctness, Fehlanzeige. Special Guest, wie heißt du? Queen Drama, Honey. Da ist nicht Queen Drama, da ist Burak. Back on track on City, Hunty. Frage, würdest du ihn daten jetzt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Warum? Kannst mich nicht als Frau vorstellen. Stell dir mal vor, ich bin biologisch eine Frau. Stell dir mal vor so. Ich hab Titten, ich hab alles was... Kann man sich gar nicht vorstellen, Junge, du bist ein Mann und fertig. Oh. Okay, egal, scheiß drauf. Alles gut. Du willst auch nicht schießen, ne? Nein, ich kann einstecken, scheiße. Würdest du ihn daten, wenn das ein Mädchen wäre? Was hast du für... Du kannst nicht nur einstecken, du kannst sogar 2 in dir stecken. Wie schätze ich die Situation ein? Mir scheint, hier geht es vor allem um Reichweite und den Wunsch nach Relevanz. Queen Drama steht gern in der Öffentlichkeit und nutzt Plattformen wie die von Arthur. Arthur wiederum braucht Klicks und Likes, also wird beleidigt, was das Zeug hält. Eine weitere Komponente sind wir, die Zuschauer, mit unserer Gier nach Klatsch und Tratsch. Doch wo ist die Grenze zwischen Sensationslust und Mittäterschaft beim Mobbing? Ich frage Arthur, wie er über die Attacke auf der Zeil denkt. Was glaubst du, steckt hinter dieser Auseinandersetzung? Also, er wurde angegriffen, nicht wegen seiner Homosexualität oder Bisexualität, keine Ahnung. Der liebe Burak hatte wie immer, ich sag jetzt mal, seinen Mund sehr, sehr weit aufgemacht. Also er wirklich sehr, sehr weit aufgemacht, hat vielen jüngere Kampfansagen gemacht, hat denen auch gedroht, irgendwie Haare aus dem Kopf denen rausreißen zu wollen oder denen die Eier abzureißen und so Sachen. Und das Problem war dann halt, er hat dann halt bei diesen falschen Leuten gemuckt. So, er dachte, das wären so ganz kleine Kinder, die eh nichts machen und so. Bestimmt so mit Fake-Account. Und diese Jungs, die dann angegriffen haben, haben dann unter diesem Bild auch nochmal kommentiert, gesagt, schämst du dich nicht, beleidigst eine 13-jährige Schwester mit Kopftuch, als Kopftuch und so, schämst du dich nicht. Und daraufhin fing er an, von den Leuten die Mütter zu beleidigen und so. Und dann kam das Problem, die haben dann privat geschrieben. Burak hat denen eine Kampfansage gemacht, die Jungs haben diese Kampfansage halt ernst genommen.
Und ja, dann haben sie sich dann halt getroffen, sind dann zu ihm hingegangen und haben gesagt, hey, wie, du machst uns hier Ansagen und so. Der wurde dann halt auf der Zeile frech und daraufhin haben die ihn dann halt deswegen angegriffen gehabt. Ich bin überrascht. Zum ersten Mal höre ich von einem weiteren Motiv hinter der Attacke. Ich hätte es wissen müssen, denn jede Geschichte hat mehrere Seiten. Queen Drama hat ihren Namen nicht umsonst gewählt. Sie ist nicht nur Opfer, sie ist auch Mobberin, wie ich in den Chatverläufen und Kommentaren sehen kann. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal vielleicht sogar gemobbt hast, jemanden? Das war, ich weiß nicht. Das war vielleicht, wo ich 13 oder 14 war, so ein Mädchen war das, Okay, ein blondes Mädchen. Ein blondes Mädchen in der Schule oder was? Genau, in der Schule, da hatte ich sie halt immer so, also auch Fettsack, Okay. habe ich sie gemobbt und so. Ja, aber damals war ich selbst Kind, weißt du, so, ich wusste... Aber ich finde es interessant, weißt du, weil du hast eigentlich ja schon im Kindergarten erlebt, was es mit einem macht. Und irgendwann, also so 5, 6 Jahre später oder 10 Jahre später in der Schule dann, hast du das gemacht. Weißt du, die Leute erfahren immer, okay, es ist fürchterlich, man drückt mich, man drückt mich, man drückt mich. Und irgendwann will man, um da rauszukommen, schubst man die Leute. Weißt du noch, warum du das gemacht hast mit dem Mädchen? Ich weiß nicht, damals war ich selbst, wie gesagt, noch ein Kind und mir hat es aber auch echt leid getan. Hat dir danach leid getan? Ja, ich habe mich auch danach entschuldigt, als ich sie nochmal traf, nach 3, 4 Jahren oder so. Habe mich echt entschuldigt und so und sie hat es auch danach letztendlich angenommen. Queen Drama hat als Jugendliche gemobbt, weil sie selbst schon als Kind gemobbt wurde. Das entschuldigt zwar nichts, erklärt aber einiges. Auf jeden Fall trägt aber auch Arthur eine Verantwortung als YouTuber. Denn ich finde, seine Videos führen Menschen vor. Sie sind eine Plattform für Spott und Hass. Wie sieht er das? Denkst du hast eine Verantwortung mit dem, was du machst? Kommt mit Reichweite Verantwortung? Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Wo endet diese Verantwortung, wo fängt sie an? Also bei mir war das so, wo ich ganz, ganz neu in diesem YouTube-Game war, ich wusste noch gar nichts, ich wusste noch überhaupt nicht, dass ich wirklich so Verantwortung tragen muss. So, mir war das völlig egal, ich war so geblendet von diesen ganzen, ich meine, okay, da sind sehr, sehr viele kleine Kinder, die mich natürlich feiern und dann wurden da irgendwelche Fanpages über dich gemacht und so und die ganzen Kiddies kommen dann zu dir, wollen da Fotos machen oder Grußvideos oder Versammlungen bei Fantreffen. Wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich will, dass der oder der geschlagen wird, ganz klar, du würdest es so sagen. Glaubst du, es würde kleine Jungs geben, die denjenigen schlagen? Ich würde niemals so einen Aufruf machen. Würdest du nicht machen? Glaubst du, es wäre möglich, wenn du es sagst, dass es passiert? Aha. Das ist Macht. Und manchmal, wenn man so eine Macht hat, passieren Dinge, die man vielleicht so gar nicht gewollt hat. Und ich sage dir, wenn du über Queen Drama, den du Burak nennst, manche der Dinge, die du gesagt hast, das Wort ist, die entmenschlichen denjenigen. Und dann hast du einen 14-, 15-Jährigen, der sich denkt, Mann, Abfarbe, wenn er sagt, der ist eh keiner. Der ist eh. Und dann wird es leichter, den zu schlagen. Für jemanden, der ihn eigentlich gar nicht schlagen müsste. Ja. Denkst du dir manchmal bei Sachen von früher, die du gemacht hast, wenn du die siehst, so, das war vielleicht ein bisschen viel? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir wirklich, ohne Spaß, ich habe mir wirklich mal die letzten Videos vor 2 Jahren von mir mal angeschaut. So, ich sag jetzt mal so analysiert so. Und ich muss wirklich sagen, da gab es wirklich einige Videos, wo ich sage, okay, ey, ich habe wirklich sowas von hart übertrieben. Und da gab es wirklich schon so einige Punkte, wo ich mir dachte, okay, nee, Mann, es ging echt viel zu weit, das hätte man wirklich nicht sagen müssen oder hätte auch nicht sein müssen halt. Ich sehe auch, dass du sagst selber, dass du Verantwortung hast. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Bei so einer Auseinandersetzung, wie du es jetzt hast mit Queen Drama. Burak, ja. Das will ich. Das ist ein bürgerlicher Name und ich nenne den auch so. Das ist doch mein gutes Recht. Aber schau mal, man kann doch seinen Namen ändern. Ja, dann soll er mal hingehen und seinen Namen ändern mit Queen Drama. Ich bin gespannt, ob da irgendwie auf seinem Pass wirklich Queen Drama steht. Natürlich kriegt er das. Wenn er das haben will als wenn er mir das vorzeigt und dass da Queen Drama steht, dann werde ich ihn ab jetzt nur noch Queen Drama dann nennen. Arthur, wer bist du? Die Polizei? Ich heiße nicht mal Arthur. Ja, aber wer bist du? Du bist doch nicht die Polizei. Du kannst doch nicht sagen, ja, das ist dein Name, dein Name. Ja, aber ich heiße ja nicht mal mit dem richtigen Namen Arthur. Weißt aber wieso lässt du ihn nicht das? Ja, ist doch mein gutes Recht, oder nicht? Wenn ich jemanden Burak nennen will, nenne ich ihn doch Burak. Wo ist denn das Problem? Ist es für dich nicht so, dass derjenige selbst entscheiden kann, wie er genannt werden möchte? Natürlich kann er es, aber die Frage ist, ob ich das akzeptieren tue. Okay, pass auf. Wärst du bereit,
dich zu treffen. Ja. Schau. Also mit Queen Drama oder so. Guck mal, was er sagt natürlich. gerade. Schau mal, was du sagst. Es ist schwer bereit für ein Treffen. Weißt du warum? Was dahinter steckt für mich? Ich glaube, dein Frieden würde ihr Leben erleichtern. Ich glaube zu sehen, dass wenn Jungs das sehen, so zwischen 14 und 17 sehen, so Mann, Afa ist jetzt irgendwie cool damit, Hass ist vorbei, dass der Hass dort auch versiegt. Das ist gut, finde ich sehr gut. Siehst du? Stramm. Ja gut, dann machen wir das, Mann. Dann treffen wir uns und dann sehen wir weiter, Mann. Ey, ich wusste, dass wir klarkommen. Ich wusste, dass wir klarkommen, alle. Ich habe ein bisschen Sorge vor dem Treffen. Ich will nicht, dass die Emotionen hochkochen und die Situation eskaliert. Aber ich finde es wichtig und bin froh, dass Afa mitmacht. Er erinnert mich an mich früher und an viele meiner Klienten, mit denen ich heute in meinem Verein arbeite. Afa kommt aus einer Lebenswelt, in der alles, was anders ist, erst einmal abgelehnt wird. Vor dem Treffen von Queen Drama und Afa spreche ich aber erst einmal mit Christian vom Aktionsbündnis gegen Homophobie e.V. Welche Erfahrungen hat er mit Mobbing gegen die LGBTQ-Community? Und was können Betroffene gegen Mobbing im Netz tun? Ich glaube, ein Weg, der relativ neu ist, solche Übergriffe im Nachhinein auch nochmal als das zu enttarnen, was sie sind oder was Bestandteil davon ist die Kommunikation auf Social Media. Ist die, vielleicht, wenn man so sagen will, Streitkultur auf Social Media. Stichwort Hasskommentare. Was für Erfahrungen habt ihr beim Aktionsbündnis oder so, was für Erfahrungen habt ihr damit? Also ich muss sagen, halt, nicht nur wir von einer Organisation, sondern auch mein gesamtes Umfeld kennt Hasskommentare und erfährt diese auch selbst. Ne? Also wirklich krasseste Dinge unter Urlaubsfotos. Ne? Also wirklich basic, normally Fotos da einfach irgendwie, euch hat man vergessen zu vergasen damals. Ja? Oder kein Wunder, wenn man euch so auf der Straße sieht, dass man euch killen möchte. Und das ist halt nicht so schön. Ne? Und das ist auch in der Statistik stark zu sehen, dass Hasskommentare extrem nach oben gehen. Da gibt es jährlich Umfragen und 3/4 der Befragten haben Hasskommentare erfahren. Bei unter 45-Jährigen sind es sogar mehr als 90% hier in Deutschland. Ja. Was mich gerade nicht wundert. Mir kommt es fast so vor, als wären all diese Hasskommentare, als wären die eigentlich sogar austauschbar gegen jede Minderheit schon fast. So, total. Weil vieles von dem, was du gerade, das Erste, was du gesagt hast, war was ich gehört habe, als ich in Haft war. Wieso füttern wir euch? Euch hätte man vergasen sollen. Ja, so eine Scheiße. So, weißt du, irgendwie sich so, krass, also, ne? Diskriminierung funktioniert immer gleich. Du wirst aufgrund eines Merkmals reduziert und deswegen verurteilt und dann kriegst du Gewalt, egal ob verbal oder körperlich dann zu spüren. Und das ist dann egal, ob es wegen deiner Hautfarbe ist, wegen deiner Orientierung, wegen deinem Glauben oder deinem Geschlecht oder sonst etwas. Es ist immer scheiße. Wie wehrt man sich? Wie setzt man sich zur Wehr? Worauf ich nämlich hinaus will, ist gerade in diesem speziellen Fall hat das Opfer ist nicht nur Opfer des Mobbings, sondern war auch Täter in der Art der Kommunikation. Und dann wurden eben andere Dinge benutzt, wie Herkunft oder Aussehen. Oder, ne, also, wie rätst du Leuten, wie sollen sie denn mit sowas umgehen? Weil das ist definitiv nicht der richtige Weg. Nee, also andere Leute zu reduzieren und als etwas Schlechteres darzustellen, aufgrund was für ein Merkmal, ist immer der falsche Weg. Also wäre das aber eine Sache vielleicht, die du den Opfern raten würdest. Bringt's zur Anzeige, geht den Weg, geht diese extra Meile, oder? Total, geht auf jeden Fall zur Polizei, zeigt das an. Allerdings muss man auch umgekehrt ganz klar fordern, als Zivilgesellschaft ist die Polizei alle. Nicht? Es gibt einmal so einzelne Ansprechpersonen für gewisse Themen, ne, die Antirassismus meinen, die irgendwie Queerfeindlichkeit meinen, aber alle müssen sensibilisiert werden gegenüber diesen Themen, damit auch alle Personen bei der Anzeige als Polizistin entsprechend die Leute ernst nehmen. Ja, vielen Dank für das, was du uns gesagt hast. Ich glaube, wir können uns das alle nur wünschen. Was mich am meisten gefetzt hat, jedem von uns ist mindestens eine Minderheit so. Ja. Unglaublich, welche krassen Sachen Christian erleben muss, allein aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Ich wünschte, wir wären hier schon deutlich weiter. Der Gedanke, dass wir alle zu irgendeiner Minderheit gehören, hat mich nachhaltig berührt. Vielleicht kann mir diese Erkenntnis beim anstehenden Treffen zwischen Queen Drama und Afa helfen. Denn wir müssen mehr Verständnis, mehr Rücksicht und mehr Liebe für unsere Mitmenschen entwickeln, um dem Hass entgegenzutreten.
Ich möchte in einer friedlichen Gesellschaft leben. Nachdem ich jetzt Queen Drama getroffen habe und Arthur kennengelernt habe und beide Seiten ihre Geschichte erzählt haben, ist es nun an der Zeit, die zwei Parteien zusammenzuführen. Und dann werden wir sehen, ob die Welten so verschieden sind, dass sie einfach nicht zusammenpassen oder ob wir heute einen Kriegsball begraben können. Ich hoffe, die beiden bleiben respektvoll im Umgang miteinander. Und vielleicht kann ich für ein bisschen gegenseitiges Verständnis sorgen. Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr beide gekommen seid. Wir wollten ja so ein bisschen, was wir machen in dieser Folge. Wir reden über Mobbing. Ist irgendwas, was du findest, dass rückgängig gemacht werden sollte? Wo dir noch eine Entschuldigung fehlt oder? Nee, also bei mir gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also das Einzige, was ich da sagen kann, war halt dumm von mir, dass ich halt öfters zugelassen habe, ihm, ich sag jetzt mal, diese Plattform zu bieten. So, weißt du, ich meine, dass er halt in den YouTube-Videos da mitgemacht hat und alles drum und dran. Eine Sache fällt mir gerade auf. Schon wieder sagst du er. Warte kurz. Es ist eine Möchtest Gewohnheit, du gerne sie genannt werden? Es ist eine Genau, Gewohnheit. sie, ja. Es ist doch eine Gewohnheit, Mann. Bro, wenn sie genannt werden will, kannst Gut, ich du achte jetzt auf, falls wir jetzt weiter sprechen sollten, achte ich auf sie. Ich danke dir. Kein Problem, gerne doch. Ich schwöre, ich danke dir. Das fühlt sich besser an, oder? Natürlich, klar. Gibt es etwas, was du möchtest, worüber wir noch sprechen sollten? Etwas, was du vielleicht auch noch sagen möchtest, was du aus der Welt räumen möchtest? Also ja, ich wünsche mir eigentlich nur Frieden, so dass jeder mit sich selbst ja, so gut ist miteinander, halt, dass es keinen Stress mehr gibt, dass es nicht mehr so Konflikte geben soll. Weißt du, was ich meine? Jeder soll jeden in Ruhe lassen, leben und leben lassen. Jeder ist Mensch, weißt du, was ich meine? Und ja. Wisst ihr, Leute, bei Mobbing ist eine Sache. Mobbing kann nur aufhören, wenn die Starken die Schwachen beschützen. Und dieses Thema, wie ich schon sagte, dieses Thema LGBTQ ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Vor allem für die Leute, die LGBTQ sind, habe ich dir Ja, gesagt. sehr, sehr gefährlich ist dieses Thema. Und deswegen will ich mit diesem Thema LGBTQ nichts zu tun haben. Die sollen ihr Ding machen, sollen mir nicht auf die Eier geben. Ganz einfach. Die sollen auch gar nicht erst meine Eier Dann lutschen oder so. erwähne auch im Live nicht das Wort Sämel, weil genau deswegen greifen die Leute dich an, um zu sagen, das ist Diskriminierung, stopp Homophobie. Was für ein Wort ist das? Sämel heißt auf Arabisch Schwuchtel. Okay. Deswegen ist es auch, greift das auch viele wirklich damit an. Weißt das du, ist, was mich gerade mit cringe. solchen Wörtern... Ich habe Semmel gesagt? Einmal im Live hast du es gesagt. Nein, ich sag nicht Ich habe dir, Semmel. hab dir in Nein, DM ich sag geschrieben. Ich sag Ich habe nicht dir Semmel. DM geschrieben. Das Einzige, was ich immer, wenn ich zu jemandem Schwuchtel sage, dann sage ich schon direkt in die Fresse, du Schwuchtel. Da muss Genau, ich Semmel aber das sagen. ist genau das Problem, was viele damit ein Problem haben. Das sollte man ja nicht sagen, weil Mensch Mensch ist. Warte, Okay, warte. wer hat wen Semmel genannt? Allein dadurch, wie sie ist, gibt es Leute, die da Gewalt anwenden wollen. Ist es dir klar? Ja, natürlich. So, das wird leichter, sie zu hassen. Dadurch. Ist es dir klar? Ja, natürlich ist mir das So, und deswegen gilt nicht ganz zu sagen, das hat nichts damit zu tun. Selbst wenn es nur, du magst Zahlen, 75, 25%, wollen wir mal reden. Selbst wenn 75%... Ich stehe 100% auf Frauen, bei mir gibt es keinen Mann. aber weißt du, wenn 75% Streit waren wegen Beleidigung, trotzdem 25% sind dafür dabei, wer sie ist. Das weißt du auch. Die Stimmung bleibt angespannt. Trotz kleiner Schritte aufeinander zu, merke ich, wir werden den Konflikt heute nicht ganz aus der Welt schaffen können. Es ist schwierig, Leute. Ja, ich wünsche mir alles gut. Das ist, wie gesagt, das Thema mit Das reicht. Das reicht ist mir. erledigt, ist beendet für mich. Alles cool. Reicht es dir auch? Guck mal. Ich finde, es war doch schon mal gut. Ich habe heute gelernt, jede Geschichte hat mehrere Wahrheiten. Die Sache ist komplex und ich fürchte, Queen Drama und Arthur brauchen einander. Es gibt nicht nur einen Täter und ein Opfer. Beide leben von der Aufmerksamkeit, die sie in den sozialen Netzwerken bekommen. Ihr Streit wird vielleicht nie aufhören. Vermutlich wird Arthur weiter sticheln und sich lustig machen und dadurch FollowerInnen generieren. Queen Drama bekommt darüber ebenfalls Aufmerksamkeit und hat ihre Followerschaft, die gegen Arthur schießt. Dennoch, mir ist super wichtig klarzustellen, dass Mobbing und Hass im Netz und auf der Straße nicht in Ordnung sind. Der Spaß hört da auf, wo andere darunter leiden. Also seid lieb miteinander, habt Respekt